Herzlich willkommen. Es tut mir leid, die Verspätung. Ich weiß ja, dass viele, die eben mit Reizüberflutung zu tun haben, manchmal auch gar nicht so gerne auf Partys sind, weil es einfach zu laut ist etc. Aber deswegen finde ich es umso schöner, wenn man mal auch online an Partys teilnehmen kann. Und gleich wird es nämlich auch eine Session geben, ein griechischer Tanz. Wagen wir uns hinaus. I'm live on YouTube now. Do you want to say hello to my... Hi, your Stelios. Come. He is coming. Cool. He's looking for you. So we go out. So, also, das ist eine Freundin, die spricht leider kein Deutsch. You're not speaking German. Nein, sprechen Deutsch. Nein, sprechen Deutsch. Buddy, go. Hello. Hallo. Ich begrüße euch bei meiner YouTube-Community. Hallo. Wie sind denn da? Warum sehen wir die nicht? Ist das Ukraine oder was? Nein. Ich hab jetzt mal eine Frage. Ja, bitte. Wisst ihr, was Neurodiversität ist? Ich wusste das noch. Bitte schön. Nee, ich kann es nicht erklären. Sie weiß es. Ich weiß es auch, aber ich kann es nicht Immerhin, erklären. einer weiß es schon mal. Was denkst du, was ist das für ein Neurodiversität? Neurodiversität. Ich glaube, das umfasst doch eigentlich alle, die unübliche neuronale Strukturen haben, so zum Beispiel Autismus und sowas. Ja, aber viel weiß Und ich was nicht. noch außer Autismus? Ja, ADHS? Auch sehr gut. Was noch? das weiß ich nicht. Was denn noch? Was denn noch? Also es kommt ja aus dem, also neurologisch und Diversität ist ja auch eben auf alles mögliche andere bezogen, einfach eine Vielfalt. Und Neurodiversität meint eine Vielfalt von Denkarten, also neurologisch, eben Autismus, ADHS, Hochbegabung, Hochsensibilität, einfach, dass jeder Mensch die Welt anders wahrnimmt und dass, wenn wir in dem Bereich besser uns ausrichten als Firma, können wir eben viel mehr von den Talenten unserer verschiedenartigen Mitarbeitenden profitieren. Weil wir deren Persönlichkeit und deren Neurodiversität verstehen. Genau. Das Verständnis dafür zu erlangen. Also, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist cool. Das ist gut. Und da ich ja diese Party jetzt auch mache, weil ich jetzt am Ende dieses Abends wahrscheinlich schon 300 Follower bei YouTube habe, habe ich gedacht, lade ich meine Community einfach mal hier ein. Ja. Damit die hier Schöne teilnehmen Grüße können. aus der Neuroparty hier. Aus den Europa. Wo die ganzen Neuropsychopathen rumrennen. Ja, ich meine, wir haben jetzt schon. So that's the kitchen of my bureau, of my office. Our neighbor. Hello. Wir machen gerade, ich habe gedacht, ich lade meine YouTube-Community einfach mal mit ein. Cool. Weil ich hoffe ja am Ende meiner Party heute 300 Follower zu haben, das mit euch zu feiern. Dann habe ich gedacht, von den 300 haben ja vielleicht noch welche Lust teilzunehmen. Sehr gut. Und deswegen habe ich einmal gedacht, frage ich euch mal, was ist denn Neurodiversität in euren Augen? Oh mein Gott, du stellst ja Fragen. Du bist doch Ärztin, oder? Du bist doch Ärztin. Ja gut, ich weiß, glaube ich, so grob, was so ein paar Krankheitsbilder, die drunter gefasst werden. Es gibt ja Krankheitsbilder, die irgendwie drunter gefasst werden, wenn du mich jetzt als Ärztin fragst. Und welche Krankheitsbilder würdest du unter Neurodiversität fassen? Im Grunde könnte man ja fast alle drunter fassen, ne? Und für mich sind... Spät aber, ne? Ja. Der zum Beispiel die Autismus-Spektrum-Störung, aber eigentlich fast alle. Und ich finde nämlich das gerade so spannend, zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen. Das ist ja eigentlich immer ist ja so ein Übergang einfach, ne? Ja. Und ab wo ist man denn krank? Und ab wo ist man, also eine Störung ist es ja immer nur, wenn es jemandem nicht gut geht, ne? Genau, und ich finde ja, eine Störung ist ja auch, weil wir es als Störung wahrnehmen. Naja, oder die Person selber, würde ich sagen. Also ich würde den Maßstab bei der Person selber legen, ne? Ja. Nicht bei den anderen. Genau. Deswegen, im Grunde könnten wir alle drunter fallen, unter diesem Begriff. Und so wie in der Landwirtschaft ist ja auch Diversität
eigentlich was sehr Besonderes, was sehr gut ist, was sehr viel Potenzial entfalten kann. Ja. Vielen Dank. Ich weiß auch gar nicht, ob die Zuschauer jetzt wirklich was verstehen. Heinrich Gerdes, hey, ich habe sogar Familie dabei. Ich bin dabei, Alice. Gruß, Heinz aus Bürger. Das ist echt der Cousin von meinem Opa. Hallo Heinz, das ist sehr schön, dass du dabei bist. Und Heinz, verstehst du uns denn hier überhaupt? Es ist nämlich, ich glaube, das ist recht schwer mit der ganzen Musik und so. Wird schwierig sein. Aber du kannst ja mal schreiben, ob du überhaupt was verstehst. Ich versuche jetzt rauszugehen, das ist nicht ganz so laut. Vielen Dank. Hello. Uli Kala. Do you want to dance? Of course. Because we are on my YouTube channel. So we can are live present to our YouTube followers our dance. Yes, of course. Hi. Ja. Hello. So, jetzt gehen wir raus auf die Terrasse. Hier auch noch ein sehr besonderer Mensch. Auch hochsensibel. So, hier geht's weiter mit der Party. Man sieht hier natürlich nicht viel, weil es alles sehr dunkel ist. Ja, man müsste hier Licht machen, aber dann zerstöre ich die ganze Atmosphäre. Das Essen ist lecker, die Stimmung ist super. Das Essen ist super. Ich habe gerade super leckeren Tiramisu gegessen. Jetzt werde ich mich dem Kuchen widmen. Ja, dann sollte ich mich auch mal dem widmen. Was weißt du denn über Neurodiversität? Was ist für dich Neurodiversität? Das ist ein wichtiges Thema, weil ich bin nämlich selber ein Scanner. Ein Scanner! Ja. Herzlich willkommen! Ja. Das habe ich mir nicht schon gedacht, dass ich doch so einige neurodivergente Personen heute dabei habe. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach einen Livestream. Ja, und ist das jetzt extra für das Thema, oder? Ja, mein YouTube-Kanal ist ja zum Thema Neurodiversität. Ja. Und dann habe ich gedacht, lade ich die Leute einfach mal ein auf meine Party. Ja, ich war früher, Damit gehörte die ich, teilnehmen also früher als Kind gehörte ich auf jeden Fall mal zu den Hochbegabten. Und jetzt nicht mehr. Ja, nee, das relativiert sich ja im Alter ein bisschen. Nein, aber das, du merkst es ja, wenn du im Prinzip schon vor der Schule rechnen, lesen, schreiben, alles kannst. Ne? Und das ist nicht einfach. Nee, absolut. Weil du hast eigentlich nur Stress. Ja. Ne? Du bist in der Schule immer als Erster fertig. Ne? Was machst du dann? Ärgerst deine Nachbarn. Ja. Wenn du deine Nachbarn ärgerst, kriegst du einen Eintrag ins Klassenbuch. Ja. Ne? Hast du dann einen Lehrer gegen dich. Ne? Und der sagt dann, das zu Hause deinen Eltern hast du die auch noch gegen dich. Also Ja, es ist nicht leicht. Das war richtig Stress. Ne? Das verstehe ich. Naja. Dann wollen wir unseren YouTube-Followern jetzt auch mal einen griechischen Tanz vorführen. Echt? Was hast du denn geplant? Mein griechischer Tanzlehrer ist hier. Ja. Und jetzt werden wir den Seibekiko vortanzen. Ah, cool. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Werden wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. So, dann nehme ich euch noch mit raus. Man sieht hier leider nicht ganz so viel mehr. So, no, we can't see anything. Wait. It's my YouTube channel. Ah, wait. But, oh yeah, you have. Oh wow. This is nice. But what's Yeah. this? Ah, your YouTube channel. It's You're my live. YouTube channel. Nice. And so, what do you know about new divergent people? Divergent. Yeah. What's the divergent? What's kind So, of what do you divergent? know about it? I don't know. Did you hear it once? Divergent. Divergent means in the terms of sexuality. First, also yes. I don't know. Just asking. Diversity means a lot of Divergent. things. Divergent is mean diverge from two different way, no? Yeah, divergent is one person, and diversity is all the people, Okay. is all I the know it. community Yeah. together. And then what's And the question? neurological. And then what's the diverse. question? What is it? Do you know it? This word? No, No, you never heard about honestly, it. I probably heard, but I never investigated about it. Okay, Then- Okay. but thank you very much. Thank you. Bye bye. Go to someone else. Queen. Okay, da sitzen auch noch welche, aber es ist eine sehr schöne Aussicht hier auf jeden Fall. Wir werden jetzt mal reingehen und versuchen, den griechischen Tanz zu tanzen.
Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Unterschreiben. Also, Yeah. Is he here? He is coming. Can you introduce me, please? I will do it. I need to talk to him about the Akamas. No, about Akamas. Akamas ist ein Naturschutzgebiet und das ist ein sehr schönes Gebiet, kann ich einfach nur sagen. Also falls ihr mal auf Zypern sein solltet, schaut euch Akamas gerne an. Hier? Ja, genau, das ist gerade meine YouTube-Community. Das ist nämlich The Fat Rat. Und wenn ihr einen richtig coolen Musikproduzenten haben möchtet, dann müsst ihr euch seine Musik anhören. Und außerdem, Den Link posten oder so. den Link, den werde ich auch noch posten. Und ich werde auch einen Link zu dem Buch deiner Mutter posten. Welches? Zu viele Bücher. Mann, wo habe ich das Buch denn getan? Hier habe ich es. Das heißt nämlich die artgerechte Haltung der Spezies Homo sapiens. Und deine Eltern sind ja auch neurodivergent, weil ihr habt beide Physik studiert. Was ja jetzt auch ein bisschen nerdig ist, das Thema. Nee. Aber ich meine, deine Mutter hat was ganz anderes am Ende gemacht. Die hat eine Musikschule in Göttingen gegründet. Ja. Aber sie hat auf jeden Fall sehr viel Ahnung von Ja, das stimmt. neurodivergenten Menschen. Ja, wegen ihres Kindes auch. Wegen ihres Sohnes. Ich glaube nicht, dass du als Kind immer einfach warst. Nee. kann man nicht beschönigen. Genau, ein bisschen hyperaktiv. Ja. Ich sollte auch sogar Ritalin bekommen. Wow, und deine Eltern haben dir aber nicht gegeben. Genau. Aber ich war beim Psychologen und der Psychologe hat gesagt, ich soll Ritalin bekommen. Wow. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, dass Ja, deine glaube ich Eltern auch. das nicht gemacht haben. Vielen Dank. Ja. Und wir führen jetzt eine Tischtanz. Oh, da bin ich ja gespannt. Da bin ich ja gespannt. Dankeschön. Hey, everybody! Opa! Opa!
Ich möchte euch übrigens auch Danja Bauer vorstellen, eine super Sängerin, falls ihr mal eine Sängerin in Österreich braucht. In Österreich? Oder auch in Zypern.
So, ich hoffe, es hat euch gefallen, der Seibekiko. Wir werden jetzt noch weiter tanzen und viel Spaß haben. Und es hat mich sehr gefreut, Heinz, dass du dabei warst und auch alle anderen, die dabei waren oder das Video dann im Nachhinein noch schauen. Ich bin ein Disco-Typ, vielleicht kann ja noch was dazu lernen. Ja, auf jeden Fall, Heinz. Es war sehr schön, euch dabei zu haben bei meiner Rooftop-Party. Und ich bin sicher, dass wir heute auch noch das 300. Mitglied in meinem YouTube-Kanal feiern können. Ich danke euch allen sehr, dass ihr dabei seid und dass ihr mich so sehr unterstützt. Also heute Abend hoffe ich noch, mit euch darauf anstoßen zu können. Vielen, vielen Dank für alle eure Unterstützung. Habt einen schönen Abend. Tschüss.